sind jetzt davon überzeugt, dass das für uns passt und jetzt können wir es auch noch anpassen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Gebra IT GmbH. Wir sind heute bei der Firma Planemos Automation. Danke für die Einladung. Planemos Automation ist seit Ende letzten Jahres Kunde bei uns und hat ein ERP-System von uns bekommen, und über dieses Projekt, über das gemeinsame Projekt unterhalten wir uns heute. Vielen Dank für die Einladung, Herr Buchs, vielen Dank für die Einladung, Frau Müller. Und mein Name ist Sven Lüttgens, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Gebra IT. Wir liefern hochflexible ERP-Lösungen an den Mittelstand und das Ganze auf unserer eigenen entwickelten Low-Code-Plattform. Vielleicht zum Anfang stellt ihr euch einfach mal kurz vor, was ihr macht. Und Ladies first. Ladies first, ja. Ja, also ich bin die Katja Müller, bin hier bei Planemos die Teamassistentin. Mein Name ist Thomas Buchs, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Planemos Automation. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr heute hier mitmacht und ein bisschen über unser Projekt redet. Vielleicht zum Einstieg, was macht Planemos Automation überhaupt? Die Planemos Automation ist Spezialist für Automatisierungslösungen im Nahrungsmittelbereich, hauptsächlich Molkereien und Brauereien, aber generell rezepturgesteuerte Fertigungsprozesse. Wir bieten den Kunden Automatisierungslösungen auf verschiedensten Automatisierungssystemen, immer mit dem Hintergrund, dass wir dem Kunden die bestmögliche Automatisierungslösung bieten. Also das ist reines Projektgeschäft, das ist unser Betätigungsumfeld, und Gebra IT haben wir dann für interne Prozesse. Ja, sehr gut. Ist übrigens auch sehr interessant, weil wir sind ja vom Geschäft relativ ähnlich, weil wir machen ja auch Projektgeschäft, wir machen auch Software. Ihr seid da auch im Endeffekt der erste nicht klassische Gebra IT-Kunde, der irgendwie Handel, Logistik oder so macht, der irgendwelche Waren von A nach B schiebt, sondern im Endeffekt wie wir selber Projektgeschäft hat. Also berühmte Zeit gegen Geld, Projekte, Abschlagszahlungen etc. Ja, und über die Prozesse, die da bei euch anfallen, da werden wir gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf einsteigen. Vielleicht noch ganz kurz Geschichte von Planemos. Wie lange gibt es euch? Uns gibt es seit 2012, also 2012 sind wir gegründet, haben jetzt letztes Jahr unser 10-jähriges Bestehen gefeiert. Also gefeiert haben wir es dieses Jahr wegen Corona. Ja. Aber seit 10 Jahren gibt es die Planemos GmbH. Relativ kontinuierlich wachsend. International tätig. Ursprünglich war der Gedanke, sich auf den Deutsch-Österreichisch-Schweiz-Dachraum zu konzentrieren. Mittlerweile sind wir von Südkorea, China, England, Israel, Russland derzeit nicht, überall tätig, wo Nahrungsmittel produziert werden. Saudi-Arabien, ein nicht allzu kleiner Kunde von uns. Ja, haben derzeit 31 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Ja, sehr gut. Und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum dann noch. Dankeschön. 10 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit, und wenn es dann noch weitergeht, immer schön wachsend ist, das ist ja perfekt. Wie viel, um mal ins Projekt, unser Projekt einzusteigen, Software. Ne? Wir haben ja euer ERP-System gemeinsam gebaut sozusagen. Wie viele User arbeiten aktuell mit dem System? Eigentlich alle, weil wir unterscheiden immer User und Power-User. Das heißt, Power-User ist zum Beispiel die Katja, die entsprechend dann Eingangsrechnungen verbucht und Ausgangsrechnungen stellt und so weiter. Aber alle anderen User auch, weil unsere Reisekostenabrechnungen über das ERP-System digital erstellt, erfasst und kontrolliert werden, bis hin zum
Zahlungsfluss, dass wir Verpflegungsmehraufwände dem Mitarbeiter entsprechend digital überweisen können. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich eigentlich am Ende der Prozesskette schon fast angekommen. Das bringt ein bisschen mein Konzept durcheinander, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ja auch vorher gerade schon klar war, aufgrund dieser ganzen Gebiete, wo ihr unterwegs seid, dass Reisekosten ja auch sicherlich ein Thema ist. Das heißt, das ist auch Teil dieses Projekts gewesen, das komplett automatisiert umzusetzen und auch dann die Auszahlung an den Mitarbeiter. Genau. Also wir haben reines Projektgeschäft. Da haben wir ziemlich lang und mittlerweile dann bis zu Gebra IT auch relativ häufig nach passenden Lösungen für uns gesucht. ERP-Systeme auf dem Markt, die bieten vor allem immer Stückzahlen, Produktionen, passt ganz selten auf Projektgeschäft. Deswegen waren wir so hoch erfreut, als wir vom Projektgeschäft geredet haben und Gebra hat uns dann plötzlich verstanden, waren wir ziemlich erstaunt. Aber deswegen passt es vor allem für uns. Projektgeschäft zu verstehen ist was anderes wie Produktion mit Stückzahlen. Ja. Das ist ERP-technisch einfach anders handzuhaben und deswegen waren wir sehr erfreut. Also es ist auf jeden Fall ein komplett anderer Prozess. Also es ist auch in unserer Lösung ein komplett zweiter Teil sozusagen. Also wir haben natürlich klar, unsere Basissachen ist halt Handel, Logistik, da kommen wir irgendwo her mit Produktionseinschlag. Und diesen Projektteil, den haben wir ja geschaffen, auch weil wir ihn auch selber brauchten. Und das passte natürlich dann hier sehr gut. Und das ist aber ein komplett zweiter Bereich in unserer Lösung. Aber um mal an den Anfang zu springen, ne, der ganze Prozess fängt ja jetzt nicht mit der Reisekostenabrechnung an, sondern wir steigen bei den Angeboten ein. Also da, vielleicht beschreibt ihr mal kurz, wie so diese Automationskette durchs System läuft, weil das ganze Projekt stand ja vor allem unter dem Aspekt Automation. Wir wollen die Dinge, viele manuelle Schritte, die in eurer Kette auftauchen, zu automatisieren. Genau, also sobald ein Angebot erstellt wird und es angenommen wird, dann wird daraus wieder die Auftragsbestätigung und ein Projekt erstellt. Alles per Knopfdruck, wo dann alles automatisch übernommen wird. Daraus werden dann die Stunden wieder dem richtigen Angebot, also dem richtigen Projekt dann zugeordnet. Daraus werden dann wieder automatisch die Projektberichte erstellt. Und aus den Projektberichten kann ich dann die Rechnungen wieder automatisch erstellen. Und genau, somit hängt dann alles zusammen. Also es passiert im Endeffekt alles automatisch an der Stelle. Klar, ihr drückt noch auf den Knopf irgendwo, weil ihr noch eine gewisse Kontrolle dazwischen haben wollt. Aber diese händischen Schritte, Projekte anlegen, Aufträge anlegen, Zeiten zusammensuchen, das fällt an der Stelle komplett weg. Ja. Und die Projekte sind ja auch, haben verschiedene Typen. Ne, da gibt es ja auch Festpreisprojekte, genau. Zeit- und Aufwandsprojekte werden komplett unterschiedlich behandelt. Logischerweise, weil ein Festpreisprojekt hat Abschlagszahlungen, ein Zeit- und Aufwandsprojekt hat monatliche Abschläge, also ist rein vom Handling anders, aber wir können alle uns aktuell bekannten Projekttypen, die wir benutzen, damit abbilden. Okay. Und die Zeiten? Also eure Mitarbeiter erfassen ja die Zeiten, das passiert ja leider nicht in unserer Lösung, was aber auch vollkommen okay ist. Wir können ja Dinge anbinden, ne, aber ihr habt eine externe Lösung, wo die Zeiten schon auf dem Projekt erfasst werden und dann erfolgt ein Import. Genau, wir haben eine Zeiterfassung und die Zeiterfassung ist projektbezogen. Das heißt, die Projektkostenstellen sind der Zeiterfassung bekannt. Genauso die Subprojekte, das heißt, der Mitarbeiter erfasst seine Zeiten entweder automatisch über einen Knopfdruck oder händisch und diese Zeiten werden dann in das ERP-System importiert
dadurch, dass die Kostenstellen, sprich die Projektnummern gleich sind, gibt es automatisch die Zuordnung der Zeiten zu den Projekten und dadurch sind entweder Ausgangsrechnungen bei Zeit- und Aufwandskostenstellen möglich oder Projektcontrolling bei Festpreisprojekten. Ist auch, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Die Schnittstelle dazu haben, glaube ich, Sie selber gemacht, oder? Genau, die Schnittstelle ist im Endeffekt Abfrage einer REST API und kann man ja sagen, über Microsoft Power Automate direkt cool. Cloudfluss, Import ist eben halt für uns eine wichtige Information, dass das Gebra IT SQL-basiert ist. Da kennen wir uns aus. Ja. Damit können wir automatisch unsere unterschiedlichen Systeme an diesem zentralen Punkt eindocken und haben eben einen automatisierten Datenaustausch. Ich denke, da kommen wir auch ein bisschen an den Punkt dran, wo im Vorgespräch sagt, dass Sie auch mittlerweile selber auch Dinge an dem System ändern. Ne? Das Ganze ist eine Low-Code-Plattform. Vielleicht erstmal, bevor wir da tiefer einsteigen, war der Begriff Low-Code vorher schon ein Begriff, den Ansatz, den wir fahren, oder war das noch Neuland? Ja, ist in unserer Branche bekannt. Low-Code gibt es im Automatisierungsbereich von einem großen Unternehmen, das mit S anfängt und mit Immens aufhört. Können Sie ja rausschneiden. Na, alles klar, wir können auch, nein, also wir können da offen reden. Ja, Die Lösung ist, glaube ich, auch bekannt, die Sie da gerade meinen. Genau, da gibt es Lösungen in dem Bereich, gerade für den Automatisierungsbereich und auch den ERP-Bereich im produzierenden Gewerbe. Deswegen ist Low-Code für uns War schon ein Begriff, ja. Aber ist jetzt auch, war das ein Grund, die Entscheidung zu treffen, aufgrund der Flexibilität, dass man eingreifen kann, dass man anpassen kann? Definitiv, ja. Also ob es jetzt, sagen wir, die Entscheidung, ob es jetzt Low-Code ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Flexibilität, dass wir das System auch weiter für uns optimieren können, ist definitiv ein riesiger Punkt der Entscheidungsfindung gewesen, weil wir lange Zeit, wie vorhin schon erwähnt, auf der Suche waren nach einem passenden ERP-System und sind jetzt davon überzeugt, dass das für uns passt. Und jetzt können wir es auch noch anpassen, ist eigentlich für uns ideal. Ja, perfekt. Das Projekt selber, wie war denn die Zusammenarbeit? Wir haben uns ja heute hier kennengelernt. Mein Team war ja hier. Oder noch nicht mal, es war ja ein reines Online-Projekt. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es hat ja die Ausläufer von Corona noch so halb mitgenommen. Genau. Und es war ein reines Online-Projekt. Vielleicht, wie haben Sie die Zusammenarbeit empfunden? Sehr gut. Also ich habe es ja vorhin schon erzählt, egal zu welcher Uhrzeit, ich habe immer jemanden erreicht und habe immer eine Antwort bekommen und wir konnten auch am Abend noch zusammenarbeiten oder auch dann gleich in der Früh, also innerhalb von Minuten. Genau, und das wird auch immer gleich umgesetzt, wenn ich Vorschläge hatte oder irgendwas zum Anpassen, wurde immer versucht, das auch dann unseren Wünschen gerecht zu werden. Ja, sehr gut, sehr gut. Und da passiert auch sicherlich noch was. Ne? Also ihr habt noch Pläne, mit dem System weiterzuarbeiten und auch nicht nur weiterzuarbeiten, sondern es weiterzuentwickeln in die Zukunft. Ja, also das Controlling entwickeln wir weiter. Wir haben im Endeffekt schon Visualisierungsscreens eingebaut. Das wird mit Sicherheit auch weiter ausgebaut werden. Ja, okay. Im Vergleich zu vorher,
könnt ihr diese Zeitersparnis, es gibt ja gerade im ERP-Bereich oft, wir haben so und so viel Prozent Zeit eingespart, der berühmte ROI, Return on Invest. Gibt es da etwas, was ihr sagen könnt? Das genau zu spezifizieren ist natürlich relativ schwierig. Bauchgefühlstechnisch würde ich sagen, sind wir bestimmt bei 15-20% Zeitersparnis, vor allem im Bereich von der Teamassistenz für die Bereitstellung der Belege für die Buchhaltung und Reisekosten bei den Mitarbeitern, weil die haben das in der Vergangenheit ausgedruckt, das musste dann kontrolliert werden, letztlich wieder erfasst werden, um dann automatisiert zu überweisen. Also bestimmt 15-20% Zeitersparnis über die einzelnen Prozessschritte. Okay, perfekt. Ich denke, das ist eigentlich so ein ganz guter Wert. Vor allem dieser komplette Automatisierungsteil, Zeiten importieren, Beratungsberichte automatisch erstellen, Rechnungen daraus ableiten. Nutzt ja auch die Banking-API. Das heißt, Zahlungen gehen automatisch raus und Zahlungseingänge werden automatisch kontrolliert. Ja. Also seid ihr da, eurem Namen macht ihr alle Ehre mit Automation. Ja, also mit der neuen Lösung haben wir schon einen deutlichen Schritt hin zu einer Automation unserer internen Prozesse gemacht. Ja. Perfekt. Wir sind am Ende meiner Stichpunktliste angekommen. Wollt ihr noch etwas hinzufügen? Oder sollen wir das Ganze hier beenden? Habt ihr noch ein Fazit zu ziehen? Resümee kann ich schon ziehen. Ich war am Anfang voller Euphorie. Dann habe ich mir die internen Prozesse selbst genau zu Gemüte geführt und habe mir gedacht, das wird gar nicht so einfach, weil die Variabilität schon relativ hoch ist, hat aber in der Zusammenfassung echt super funktioniert. Wir sind aktuell eben durch die Flexibilität, die Gebra uns da bietet, dass wir Grafiken einbauen können, automatische Abläufe generieren können, Daten hinzufügen können, wo wir es auch immer benötigen, sind wir über die Entscheidung, die wir da getroffen haben, sehr glücklich. Das ist ein perfektes Schlusswort, das höre ich gerne. Dann können wir unser Interview-Podcast-Format, wie auch immer man das Ganze hier nennt, auch beenden. Vielen Dank fürs Zusehen und wir freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Video begrüßen dürfen.